Liebe Leute, was ich hier produziere aus Sprayerdosen ist die Stuka, also die Junkers Ju-87 Stuka Sturzkampfbombe, wo drin Joseph Beuys auch Funker war. Die produziere ich aus Sprayerdosen, die ich überall gefunden habe. Was mich begleitet, das sind hier die Bücher. Heimatmuseum von Siegfried Lenz über Ostpreußen. Der 20. Juli, Porträt des Widerstands, Leo Trotzki. Ich wollte nicht über Joseph Goebbels lesen, ich wollte einen ausländischen Propagandisten nehmen, um das zu vergleichen, wie ähnlich Propaganda ist, international, wie sich damit zu Gräueltaten manipulieren lässt. Das Gegenteil dazu ist von Tyson Junker Porter, Sand Talk, das Wissen der Aborigines und die Krisen der modernen Welt, die Aborigine-Lebensphilosophie gegenüber der westlichen Wirtschaftswertegesellschaft. Was mir fehlt, ist Ende einer Dienstfahrt von Heinrich Böll, dem er den Militarismus seiner Blödheit auf die Schippe nimmt. Hier ist ein Modell der Stuka. Die Stuka möchte ich anschließend mit Fundglas beschmelzen. Das hat ein wunderbarer Schmied von mir zum Test mal gemacht. Es sollte nicht handwerklich perfekt sein, es sollte nur eine Machbarkeitsstudie geben. Aus dem Rost, der anfällt, wenn ich die Junkers zusammenbaue, habe ich das Porträt von Joseph Beuys gemacht. Und er hat das im Lied seiner Stadt Regen gesungen, auf Raketen muss Rost. Der Friedensstifter aus dem Rost der Rüstung. Ein Zeitgenosse von Joseph Beuys ist der belgische Künstler Jacques Lizène, der ist vor 2 Jahren verstorben. Jacques Lizène hat nicht wie Joseph Beuys mit Butter gearbeitet, seine Nachkriegsereignisse zu verarbeiten, sondern mit Tierfäkalien. Daher ist hier der Anfang eines Jacques Lizène Porträts aus Taubenlungen und Pappmaché. Unter dem kommt als Zeitgenosse wieder ein Porträt von Joseph Beuys. Das ist für eine belgische Galerie. Nachkriegskünstler, die die Kultur eines Landes formten. Das ist meine Heizung hier in der Gage. Wir haben ja auch gerade Dezember, es ist bitterkalt. Rohr, Gasbrenner, also Gasbrennerrohr. Hier sind das die einzelnen Dosen, die ich gepresst habe. Hier ist der Spinner, hier ist der Propeller vorne. Wenn ich die Dosen hier zusammennagel und ich kann keinen Schraubstock dazu benutzen, weil das eine Freiform ist oder dass die Größe des Schraubstocks übersteigt, muss ich die Nägel so vorbiegen. Dann wird das zusammengehämmert und weitere Verbindungen werden mit meinem tollen Akkuschrauber verschraubt. Man sieht hier Kronkorken, das habe ich hier vorbereitet. Kronkorken sind die Unterlagsscheiben. Ich benutze so viel Material, wie ich nur finden kann und werde das vorarbeiten, dass es fast ein 100%iges Recycling-Produkt ist, wo ich nur Nägel und Schrauben hinzukaufen muss. Alles andere finde ich auf den Wegen, auf den Bahnsteigen, überall. Und ich wünsche euch eine frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Vielleicht lest ihr mal diese Bücher, es schadet nicht. Die Gegenwart mit den Lebensereignissen der damaligen Künstler und Literaten zu vergleichen. Oder vergleicht mal die Propaganda oder beziehungsweise die Berichterstattung von heute mit der Propaganda von früher. Vielleicht fallen euch Parallelen auf und denkt mal, Ende einer Dienstfahrt, was man als beenden kann. Alles Gute euch!